Hallo, mein Name ist Chris Strobel und ich zeige euch heute, wie wir ein Alle-Auswählen-Feature im Bubble erstellen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier die Form haben, ein Meeting zu erstellen und sagen, am Donnerstag von 8 bis 10 machen wir ein Sprint-Meeting und als Besonderheit wollen wir nicht nur 1, 2 oder 3, sondern alle auswählen, um dieses Meeting zu erstellen. Das ist das Feature, was wir heute einmal durchgehen, weil jetzt seht ihr, sind auch alle im Meeting eingeladen. Und wir gehen direkt mal im Bubble. Ich habe schon einige Sachen vorbereitet. Das heißt, wir haben einmal einen Großteil der Form. Wir brauchen nur den Teilnehmer. Und in der Datenbank haben wir einmal das Meeting an sich mit einem Startdatum, Enddatum, Name und einer Liste of Users, Teilnehmer. Und wir haben auch den User bereits angelegt. Das seht ihr, wenn wir hier auf All Users gehen, haben wir hier eine Liste an Usern. Das heißt, das müssen wir quasi schon mal vorab einfügen. Wir gehen jetzt zurück ins Design-Tab und erstellen eine Gruppe. (300), (63) und diese Gruppe nennen wir die Group Teilnehmer. In der Gruppe erstellen wir jetzt eine Repeating Group. Wir machen Full List, eine Reihe, und als Type of Content User, die wir eben vorher schon angelegt haben, und do a search for User. Und nun legen wir eben zwei Elemente an. Einmal ein Icon und wir wählen hier dieses Rechteck aus, quasi ein nicht selektiert, und daneben den Text mit Current Sales Users E-Mail. Und schließlich noch darüber den Button mit Alles auswählen. Und wir können uns das einmal kurz im Preview anschauen. Und wir sehen jetzt wunderbar, wie wir alle User hier in einer Liste haben, quasi dieses Icon für die Selektierung als Checkbox und alle auswählen als Button. Das heißt, im nächsten Schritt gehen wir jetzt auch in die Workflows. Wir gehen auf die Repeating Group, Info und Add a New Custom State und wir fragen, ob dieser ausgewählt ist. Wir machen ein User und wichtig, die List of Users. Das heißt, hier sind alle Nutzer drin, die gerade ausgewählt wurden. Wir erstellen diesen State. Und wenn wir jetzt auf die Repeating Group gehen, haben wir hier unser Icon und wir legen eine Bedingung fest, wenn Repeating Groups User, und wir nehmen den State ausgewählt, contains Current Sales User, dann ändern wir das Icon und nehmen dieses Checkbox-Icon und ändern auch die Icon Color auf ein Grün. Als nächstes gehen wir in den Button und auch hier erstellen wir ein neues Conditional. Repeating Groups User ausgewählt
und wir nehmen den Count, also die Anzahl im State, wenn diese der Repeating Groups User List of Users Count entspricht. Also wenn der State genauso viele Nutzer hat wie die Repeating Group an sich Nutzer, also alle ausgewählt sind, dann ändern wir den Text auf alle statt auswählen, abwählen. Denn im Workflow wollen wir dem User, sobald alle Nutzer ausgewählt sind, natürlich auch die Möglichkeit geben, wiederum alle abzuwählen. Und wir gehen jetzt in den Workflow, um die Funktionalität zu erstellen. Start Edit Workflow und wir legen hier ein Conditional fest, wenn Repeating Groups User ausgewählt und wir nehmen wiederum den Count, ist nicht Repeating Groups User List of Users Count. Das heißt, wir haben hier quasi die Funktionalität bitte alle auswählen, dann Set State of an Element und wir nehmen die Repeating Group ausgewählt und als Value nehmen wir jetzt Repeating Group Users List of Users. Das heißt, in unserem State wollen wir nun alle Nutzer der Repeating Group hinzufügen. Wenn wir nun diese Gruppe, und ich mache die mal grün, das heißt, das ist die alle auswählen Gruppe, wenn wir diese jetzt einmal kopieren und einfügen und sagen, wir nehmen jetzt den Fall für alle abwählen, dann ändern wir hier die Bedingung auf, wenn Repeating Group Users ausgewählt, die Anzahl ist genau die List of Users, dann ändern wir den State auf leer. Das heißt, hier ist quasi der Button definiert, um alle abzuwählen. Als nächstes gehen wir in das Icon Start Edit Workflow und ich mache das blau, um es zu sehen. Nur wenn Repeating Groups User ausgewählt doesn't contain current sales user, das heißt, es ist quasi aktuell leer und wir möchten es auswählen durch den Klick. Machen wir hier Value Repeating Groups User ausgewählt und plus Item Current Sales User. Wir kopieren wiederum diesen Workflow und machen diesen zum Beispiel orange und sagen, wenn aber contains current sales user, dann ist es nicht plus Item, sondern minus Item des current sales users. Und so haben wir beide Funktionen abgedeckt. Wenn wir nun zurückgehen auf Meeting erstellen, Start Edit Workflow und dann Data, Create a New Thing, Meeting und wir nehmen Name ist Inputs Names Value, Startdatum ist DatePicker Starts Value, Enddatum DatePicker Ends Value und Teilnehmer ist nun Add List und wir nehmen genau aus der Repeating Groups User den Status ausgewählt und haben hier quasi diese Liste im State. Anschließend gehen wir auf Go to Page und diese Page wiederum heißt Meeting. Die habe ich davor schon angelegt. Können einmal kurz reingehen. Das ist quasi ein Type of Content Meeting und das Backup Field für URL ist Name und als Titel haben wir Current Page Meetings Name und wir haben hier ein Textfeld, was quasi Current Page
Meetings Teilnehmer als Liste hinzufügt. Wenn wir nun zurückgehen in den Workflow, dann gehen wir eben auf Go-to-Page-Meeting, Meeting und Result of Step 1. Wir schauen uns jetzt das Ganze einmal im Preview an. Wir haben die Liste an Teilnehmern und wir sehen, wir können einzelne Teilnehmer auswählen, wir können einzelne Teilnehmer wieder deselektieren, wir können alle auswählen, wir können alle abwählen. Und wenn wir alle auswählen und ein Meeting erstellen, dann erstellt er jetzt quasi das neue Meeting, alle Teilnehmer fügt er hinzu und leitet uns auf die Seite weiter. Und somit konntet ihr quasi sehen, wie wir relativ einfach in Bubble ein Select All Feature programmieren können. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button und subscribt unseren Channel. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald!